Knapp 130 Kilometer sind sie gefahren aus Remscheid. Ein 1019er Mercedes-Benz LKW, ja, mit einem ganz tollen Aufbau, der drauf ist. Und der scheint ein, ja, ich gucke mal gerade, ein 4x4 zu sein jetzt im Moment. Aber ich habe ja keine Ahnung, dass das Schöne, und das werde ich mir gleich mal erklären lassen, eine Fiamma-Markise ist dran. Das ist so ein richtiger Offroad-LKW. Ja, 2 aus Nordrhein-Westfalen sind jetzt in Kalkar. Ich grüße dich herzlich. Wie ist dein Vorname? Christoph. Hallo Christoph. Ja, hallo, grüß dich. Schön, Ja. dass du auch hier bist. Ja, und da ist noch jemand dabei. Hallo. Hallo, ich bin der Dirk und mir gehört das Wohnmobil. Das ist schön. Danke. Ja, da steckt auch viel Arbeit drin. Also da sind etliche 1000 Stunden drin. Auto ist jetzt 40 Jahre alt und ist jetzt seit 5 Jahren im Betrieb, so wie er jetzt hier steht. Ja, stark ist der Aufbau ein 1019er. Wenn du mir mal kurz sagst, was ist das für ein LKW? Das ist ein 1019er LKW und war früher ein Feuerwehrauto. Und den haben wir den Aufbau runtergeholt und dann eben halt eine FM2-Shelter drauf gebaut von der Bundeswehr. Die ganz berühmte, die Ja, praktisch... Genau. Und die war mir dann aber zu klein. Und So war der auch mal vorher, der Shelter. So war der auch. ja, und dann haben wir da hinten noch einen Meter dran gestrickt. Wie habt ihr das gemacht? Mit einfach Loctite? Ja, nicht ganz so. Erst einen Aluminiumrahmen aufgebaut und dann den ganzen beplankt und dann eben halt Tür versetzt zur Seite, um dann unsere Bedürfnisse von Bett und Küche und Sitzgelegenheit, Toilette und Dusche eben so unterzubringen, wie es dann jetzt schlussendlich geworden ist. Als ihr den bekommen habt, war der wahrscheinlich noch rot? Der war knallrot, ja. Ja, man sieht es schön. Man kann alles sehen. Der ist hier aus Edelstahl? Der Auspuff ist Edelstahl, ja. Der ging erst für unten raus, aber da das Auto zum Starten immer etwas länger braucht, beziehungsweise erst Luft aufpumpen muss, haben wir den Auspuff nach oben gelegt, damit wir nicht immer vergast werden in der Halle. Ja, das sieht doch scharf aus. Ja. Hier vorne ist der Reifen, der ist auch nicht Serie, oder? Nee, wir haben den umgeswitcht auf Single-Bereifung. Es waren früher erheblich kleinere Reifen drauf und jetzt haben wir eben halt auf diese Größe umgeswitcht. Ja, hier ist Luft, oder? Das ist die Luftdruckbremse, ist eine Kombination zwischen Hydraulik und Luftdruck. Ja, alte Technik, aber funktioniert. Der Vorteil ist, man kann die überall auf der ganzen Welt reparieren, ne? Jeder Schlosser, jeder Landmaschinenschlosser kann die Autos reparieren, weil sie keine Elektronik haben. Was ist da drunter? Simple Technik. Ja, ganz simple Technik. Ja, da vorne ist noch so ein Umschalter. Was kann der? Das ist die Hydraulik für das Fahrerhaus zum Kippen. Also, man kann das nach vorne kippen. Ja, das kann man nach Kommst du vorne an den kippen. Motor? So, ich frage mal nicht, ob ihr einen Noteinstieg habt. Nee. Haben wir nicht. Nee, haben wir bewusst drauf verzichtet, weil jeder, der so ein Fahrzeug stilllegen will und was davon versteht, kann das mit einem Handgriff machen. Wenn die Bremse durchgeschnitten ist, dann nützt das alles nichts mehr. So ist die Kabine ziemlich einbruchsicher, weil wir auch erstmal die Fenster sind relativ hoch, da muss man klettern, wenn man rein will. Das ist nicht so einfach und die Tür ist eben halt eine sehr hochwertige Tür aus dem Krankenwagenaufbau. Ihr habt das hier genietet. Das sind wahrscheinlich super Verbindungen, die auch nicht reisen, oder? Ja, also wir haben bisher keine Probleme damit. Der ist jetzt 5 Jahre auf der Straße und die Verbindungen haben bisher alle gehalten. So, wenn man hier mit unterwegs ist man natürlich überall der Star, oder? So ein kleines bisschen, oder? Ja, so ein bisschen schon. Man wird viel angesprochen. Du bist auch auf einem normalen Platz damit, am Campingplatz? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Frage ist immer, ob die so glücklich sind, dann, wenn es mal ein bisschen feuchter ist, oder geht das mit dem Rasen? Ich habe bisher überhaupt noch keine Probleme gehabt. Ich meine nur, ich hab das letzte Mal gesehen, der war wesentlich schwerer und es war ein bisschen feucht und der hat deutliche Spuren hinterlassen. Das ist hier das Gewicht, was wiegt der? Der wiegt jetzt als Reisegewicht 9,5 Tonnen. Okay, das heißt, du brauchst natürlich einen LKW-Führerschein. Ja, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt, morgen werde ich 60. 60, das heißt, du musst dann ab und zu mal zur Prüfung, dann zur Nachprüfung? 5 Jahre muss ich mich untersuchen lassen auf körperliche Eignung. Sprich Augen, Sehtest. Ja, aber du bist aus Remscheid, da kann nichts passieren, oder? Kein Problem. Seestadt auf dem Berg. So, der hat einen Festgastank, das ist sehr praktisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da sind 60 Liter Gas drauf.
Und 60 Liter Gas, das hält, achso, das sind 2 Stück. das sind 2 Tanks, ja, hintereinander geschaltet. 60 Liter Gas, das heißt, der hält so im Winter so 1-2 Wochen? Nein, wir tanken einmal im Jahr damit. Also wir brauchen es für die Heizung, fürs Kochen und Grillen hier draußen und eben halt für einen Kühlschrank. Ja, das Schöne ist, der darf auch ziehen. Ja, 10 Tonnen darf man dranhängen, aber 10 Tonnen. dann fährt er wohl fast mehr rückwärts als vorwärts. Ja, die Leistung wie, Ja, ist eben halt 40 Jahre alte Technik. Ne? Nicht zu vergleichen mit den ganzen neuen LKWs, die natürlich mehr auf Leistung ausgelegt sind. okay, das heißt aber hier Hubraum ist das Entscheidende. Was hat er für einen Hubraum? 10 Liter Hubraum hat er, 200 PS. Ja, da vorne, man kann aufs Dach draufsteigen hier mit Ja, dem. kann man drauf, das ist voll begehbar. Hier vorne ist der Gasanschluss, das heißt, ihr könnt LPG tanken an der Tankstelle. Ganz genau. Da gibt es so Tricks im Winter, habe ich irgendwie gehört. Das stimmt nicht immer so, die Zusammensetzung. Oder seid ihr oft unterwegs im Winter? Nein, im Winter überhaupt nicht. Ich habe also bisher grundsätzlich vermieden, den im Salz zu fahren, weil nee, da habe ich keinen Spaß dran. Das sehe Fahrzeug ich. leidet dann unheimlich bei den ganzen Salzfahrten. Das muss man dem nicht antun. So, hier sieht man, der ist hier entsprechend montiert, mit einem Kabelbinder festgemacht. Das heißt, das ist alles, was hält. Das ist alles, was er hat. Nein, wir haben das einfach nur so gemacht, damit das hier nicht ganz so doll schlockert. Okay, während der Fahrt, dass es nicht klappert. Das sind so Geräusche, die wir nicht haben wollten. Ja, wenn du mir mal kurz erzählst, wie ist das jetzt festgemacht? Das heißt, wenn ich hier die 4 Punkte abheben würde, würde ein Kran holen? Nee, so einfach ist nicht. Doch, im Prinzip schon. In 20 Minuten wäre der Koffer abgebaut. Wir haben alle Steckverbindungen trennbar gemacht, sprich die Gasleitung muss getrennt werden. Wir haben die ganze Elektrik mit einem so einen 13-poligen Stecker wie in den Anhängern gebaut, sodass man das alles trennen kann und dann 20 Minuten kann man den Aufbau abnehmen. Wie ist denn der Spritverbrauch? 25 Liter Diesel. Ja, ganz normal, oder? Also, ist okay. Ich habe ein ganzes Haus dabei und 9,5 Tonnen. So, natürlich, PKW braucht mehr. es darf nicht fehlen, die Makita, das Makita-Radio mit DAB+. Das ist so, und da vorne ist der Außenwasseranschluss, den habe ich auch. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch für Außendusche, gerade bei dem Wetter mal Haare nass machen oder auch, wir haben ein Duschzelt, können hier draußen duschen, können allerdings auch innen drin duschen. Das war eine blöde Frage, die fährt automatisch rein, die Treppe. Das ist eine mechanische Treppe, eine Scherentreppe, die ist jetzt erst kürzlich montiert worden, weil wir die gefunden haben und für gut befunden haben. Ja, auch hier, die ist ganz einfach festgelegt, die ist hier festgemacht mit einer Klammer. Ja. Nee, Das ist in der Tat nur unser Müllbeutel, aber die ist hier unter den Rahmen geschraubt und fest mit dem Fahrzeug verbunden und ist also wirklich astrein, ganz schnell. Kriegt sogar meine Frau hin und das will schon was heißen. Ja, wenn ihr mal so lieb seid, ich mal ins Fahrerhaus blicken darf. Das heißt, ist wahrscheinlich zu. Und dann gucken wir vielleicht mal kurz rein. Ihr habt eine Sattanlage oben drauf? Ja, da haben wir eine automatische Ersatzschüssel drauf gemacht, die einen relativ großen Radius hat. Also man kann bis Nordafrika doch noch Fernsehempfang haben. Sehr schön. Und das ist so, das Führerhaus, ist er laut? Ja, ist natürlich etwas lauter als die modernen LKWs. Ich habe deswegen da so eine Kiste drauf gebaut. Da kann ich auch meinen Hund dann mal mitnehmen. Der kann da oben mit liegen und sehr zu meinem Leidwesen meiner Frau. Ja. Ist aber lauter, ja, aber für mich ist das Musik in den Ohren. Bitte nochmal sagen. Für mich ist das Musik in den Ohren. Hier steht zwar das Feuerwehrfahrzeug. Ja. Das ist die Originalbedienung dann, die mit dabei ist. Ja, Schmierplan. Was hat er gelaufen, als du ihn bekommen hast? Als ich ihn gekriegt habe, hatte er 32.000 Kilometer runter und jetzt bin ich bei 70. Bei 70.000. Ja. Ja, toll. Da ist er, die Daimler-Benz AG Stuttgart, 12 Tonnen, 4,5 Tonnen zulässige Achslast. Achslast, so, und die Achslast hinten 7,7. Ja. Stark. Ich bin ganz begeistert. Ja, ihr habt das Ganze natürlich lackiert, unter Bodenschutz, ganz wichtig. Alles komplett mit einem speziellen, hochwertigen Rahmenlack. Die Kotflügel, Tank und Kisten sind alle gepulvert. Ja, ist viel Arbeit reingegangen, aber es hat sich gelohnt, finde ich. Ja, tausende Stunden, das ist so. Bleibt eben halt nicht aus, als andere gehen in eine Kneipe oder sonst irgendwas. Und du gehst in die Werkstatt? Wir gehen in die Werkstatt und es kommt was Schönes bei raus, das ist das Schöne. Ich
Zeig mal gerade so ein kleines Detail. Die Markise, die ist etwas tiefer wie sonst, aber das hat seinen Grund. Die Sonne soll ja auch nicht... Ja, wenn sie oben auf dem Dach ist und je nachdem wie die Sonne steht, hast du dann keinen Schatten mehr. Ne? Aber so ist die Markise auch Top. Vollkommen in Ordnung. Wir können dann vorne noch abplanen und haben dann wirklich auch Schatten. So, ich darf mal rein, ja? Ja gut. Super. Gehen wir mal kurz rein, denn es ist spannend. Du hast es ganz modern gemacht. Es ist grau. Da hat ja jeder so seinen eigenen Stil. Aber es ist so, bei den Allroad-Campern, da ist so, ich sag mal, der ganz normale Barock, der ist ja so fehl am Platz. Ja, also ich sag mal, die Ausbaustufe ist dadurch gekommen, dass ich diese Platten hier berufswegen übrig hatte. Hast du übrig? Die hatte ich übrig, ja. Und dann habe ich gesagt, das Dekor sieht ganz nett aus und dann machen wir mal was da draus. Ja, und ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist es uns ganz gut gelungen. So, ich zeige mal gerade. Dahin, da kann man also lümmeln, man kann Fernsehen gucken. Hier vorne ist der Fernseher dran, natürlich von Alphatronic. 12 Volt. Und Anlage hat 12, 24 Volt? Der Aufbau hat 12 Volt, der Motorwagen 24. So, und hier vorne hast du dann entsprechend die Sicherung auch hier. Ach, da oben, da ist die Gasanzeige. Das ist die Gasanzeige, Füllstandsanzeige, die einzelnen Sicherungen, die Füllstandsanzeigen vom Frischwassertank, Grauwassertank, Schwarzwassertank. Wir haben 2 Tanks, einmal 100 Liter, einmal 200 Liter. Und das ist die Panel von der Heizung. Fußbodenheizung? Nee, Luft. Nee, Luftgebläseheizung, ja. Reicht vollkommen aus. Und da oben, wie gehen die auf und zu? Ja, hier, das sind so die Staufächer. Da haben wir dann unsere Wäsche drin, Handtücher und sowas. Hier ist eben halt der Schrank. Warte, ich zeig mal gerade. Wenn wir gerade hier rumkommen. Ich kann mal das Licht anmachen. Dann seht ihr etwas besser rein. Sekunde. Da ist es. Ja, die paar Hemden. Also ihr seid ja im Prinzip bis Sonntag nur hier, oder? Ja, richtig. Ist das schön hier in Kalkar, die Ausstellung? Ja, wir sind das zweite Mal hier. Letztes Jahr waren wir schon mal hier und haben wir gesagt, das ist ja fast ein Heimspiel für uns. Und dann war es eben halt, dass wir dieses Jahr geziepst haben, dass wir auch hier hinkommen. Denn alle anderen Treffen sind hier bisher abgesagt worden. Ja, das ist natürlich auch mutig, das hier durchzuziehen. Man weiß ja bis zum Schluss nicht, ob es stattfindet dann, ja. Ja, klar. Problem ist natürlich Corona, die Krise haben wir alle. Aber ich denke mal, wir können hier mal ein bisschen ausschalten. Ich zeig mal ganz kurz so, das ist der Zebra-Look, den du drin hast, finde ich toll. Ihr habt Riesenfenster drin, das sind wahrscheinlich die größten, die es gibt, oder? Ja, sind schon ganz schön ordentlich, aber dadurch ist es auch sehr hell und sehr luftig hier drin. Ne? Die waren da noch nicht drin damals? Nein, das haben wir alles selber gebaut. So, und da vorne sieht man, da ist die Spüle, hier ist das Kochfeld. Das ist jetzt normale... So Das ist ein Gaskochfeld, ne? Gaskochfeld. 3 Flammen, funktioniert. alles tadellos. So, da ist der Mülleimer, ganz wichtig. Richtig. Und da vorne ist wahrscheinlich das Besteck. Wie ist das gesichert? Hier liegt eben halt alles drin und dann, die sind zu und Ende Gelände. ja, hier durch die Buschlocks eben halt gesichert. Und das ist Klo. Das ist unser Kühlschrank. Warte, zeig mal. Das ist so der Klassiker bei mir. Ich gucke immer gerne mal in den Kühlschrank rein. Das heißt, ihr habt das Baguette frisch und du bist Kunde bei, mal gucken, bei Aldi, Lidl. Ja, so einmal Penny. die Marken durch, ne? Toll, Aber also ganz gut, normal wir bist du. haben- Ja. Und ihr seid Fans von Bitburger. Ja, klar, irgendwas muss man ja mal zur Entspannung haben. Und ist das Klo oder was ist das? Nein, das ist hier jetzt auch eine Zeig mal gerade. Da ist der Energy Drink drin plus das Bitburger, wie sich das gehört. Ist Klos wo? Toilette ist hier hinter. Toilette ist da, Augenblick, jetzt muss ich einmal wahrscheinlich rum. Denn Platz ist in der kleinsten Hütte und da vorne ist die Dusche. Das hier ist die Dusche. Das Ganze ist so gebaut, ich habe 2 Scharniere hier, ich kann das ganz aufklappen und dann habe ich eine Wellness-Oase. Eine Wellness-Oase. Ja, eben halt mein Duschbad von 2 Quadratmetern. Ich zeig mal gerade, er war nämlich ganz schlau und hat hier vorne nämlich den Kühlschrank verspiegelt. Auf die Idee ist man erstmal, da muss man erstmal kommen, oder? Ja, ist so eine kleine optische Raumerweiterung. Ne? Genau, das wirkt ein bisschen größer. Ich mach mal kurz hier auf, da mal klar, reingucken. natürlich. Jetzt mal schauen. Ah, okay, das heißt, man kann hier komplett öffnen, dann habe ich einen riesen Raum. Ganz praktisch, wenn mal einer drin liegt und man will mal ein großes Geschäft machen, dann hat man seine Ruhe. Ja, oder wenn man eben halt geduscht hat und so. Ich bin ja noch nicht ganz so zierlich gebaut, da brauche ich eben halt meinen Platz und das ist damit schon ganz gut gewährleistet. Er ist nicht ganz so zierlich gebaut, hat er gesagt, wenn ihr das nicht gehört habt. Ich lasse das mal so stehen. Ja toll, ich bin ganz begeistert.
Denn, warte, ich drehe mich mal um. Hier vorne ist nochmal der Duschkopf und überall natürlich Dachluken und die Sattanlage. Die ist gut, die Sattanlage funktioniert gut? Astrein. Also wir haben bisher überall Empfang gehabt und die hat auch ein sehr großes Spektrum, eben halt bis Nordamerika, Afrika und Skandinavien rauf, skandinavischen Ländern. So, wir drehen gleich noch einen Film, da ist ein 914er, den wollt ihr verkaufen, den habt ihr die letzten 4 Jahre, wie war's? Ja, 3 Jahre haben wir dran gedoktert. Ja, den werden wir gleich mal vorstellen. Ein 914er, wahrscheinlich ähnlich, aber doch ganz anders. Denn wahrscheinlich lernt man aus dem ersten Ausbau für den zweiten Ausbau, so ist es, man lernt dazu. Ja, vielen Dank euch beiden. Wo seid ihr normalerweise denn zu finden? Habt ihr so einen Stammcampingplatz, wo ihr immer hingeht? Nö, ich fahre im Moment noch immer oft nach Dänemark hoch, auf die Insel Röm. Ja, ich muss immer noch arbeiten und das ist eben halt, da sind die Zeiten nicht so üppig gesät, dass man wegfahren kann. Ne? Du musst immer noch arbeiten. Ja, klar. Tut mir leid. Ja, mir auch. So. Aber gut, durch das Hobby ist, oder sagen wir mal, das Hobby ist, der Weg ist das Ziel, das ist das Schöne eben halt. Und wenn man dann sieht, was am Ende dabei rauskommt, dann kann man auch ein bisschen stolz auf sich sein. Das ist der Sohn von einem Freund, der ist leider gestorben, gell? Ja, richtig. Okay. Wir haben dann irgendwann, er ist dann eigentlich schuld, dass ich da so drauf eingestiegen bin. Ich wollte mir das eigentlich mal für die Rente bauen und dann hat er gesagt, hör mal, wir fahren mal zum Nürburgring, zum Truck Grand Prix. Ich sage, hör mal, siehst du, wie das Auto aussieht? Und dann sagt er, hör mal, weißt du was, ich helfe dir. Ja, und dann haben wir dann die erste Tour gemacht. Der Shelter war noch grün, der Anbau war silber, das Auto war noch rot. Nee, war schon weiß. Ja, War schon weiß. Ja, auf jeden Fall haben wir Bierzeltgarnitur da reingepackt und einen Kühlschrank mit Spanngurten fest. Okay. Und dann sind wir da runtergefahren, ja, und dann Schlafsack. Schlag auf Schlag. Ja. Matratzen, Schlafsack dabei und dann sagten schon welche, ihr seid doch schon fertig mit dem Ausbau, ihr braucht doch gar nicht mehr tun. Ja, aber es kommt dann viel dabei, wenn man so überlegt, mal eben so die Möbel reingeworfen, das ist es nicht, oder? Nee, nicht mal eben. Vor allem, es dauert alles länger. Du musst alles immer irgendwie anpassen. Das geht alles nicht auf einmal. Du musst nicht einen Schnitt machen, du musst 3 Schnitte machen, weil du ja nicht direkt auch zu kurz sägen willst. Und es geht halt nicht so schnell. Und das hält auf. Ganz schlimm ist eben halt, diese Aufbauten sind nicht wirklich alle fluchtgerecht. Sie sind teilweise wirklich 3 Zentimeter aus dem Lot und dann muss man eben dementsprechend schon 3 Zentimeter? Ja. Also, Herzlichen Glückwunsch. ja, das hört sich nicht viel an, aber wenn man einen 90-Grad-Schnitt macht und dann auf 2 Meter 3 Zentimeter Unterschied hat, die fehlen dann an einer Ecke und das muss man dann korrigieren. Das kenne ich nur aus einer Altbauwohnung. Ja, das ist zu vergleichen. Aber es sind ja auch Altbauten. Ne? Der ist jetzt auch fast 30 Jahre alt. Ja, den werden wir jetzt gleich mal zeigen. Ja, Das sieht man natürlich nicht mehr. Jungs, dann erstmal vielen Dank. So, wenn ihr Lust habt, es gibt noch ein zweites Video, könnt ihr auch umschalten aus Remscheid. Einmal Vorname nochmal? Ich bin der Dirk. Der Dirk und der Christoph. Christoph. Ja. Ja, danke schön euch beiden. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.